Hallo, willkommen, hallo. Moin. Ja, wir hatten ja die Arena, die war jetzt ja einen Monat online, Season 2. Und darüber wollen wir jetzt so ein bisschen erzählen, was sind unsere Ergebnisse, auch dann natürlich, wer hat gewonnen, weil es gab ja noch einen Preis zu gewinnen an alle, die teilgenommen haben. Und den wollen wir heute auch ein bisschen verlosen. Und erstmal muss man vorweg sagen, herzlichen Glückwunsch, Baby. Du bist ungeschlagen, kann man ja mal so behaupten. Ne? Ich glaube, das ist, ich kann mal ganz kurz gucken nochmal, du hast 1335 Punkte, das sind schon fast 40 Punkte mehr, also 39 Punkte mehr, also eindeutiger Gewinner. Bist wieder Gladiator Season 2 jetzt auch. Habe ich auch schon geschrieben, also ich gönne es dir, du hast es wirklich auch verdient, aber ich wünsche mir bei Season 3, dass es vielleicht jemand anderes wird. Aber du hast es halt verdient. Genau, verdienter erster Platz wird hier geschrieben, das stimmt auch. Das stimmt auch absolut, das hast du dir auch wirklich verdient. Du hast ja auch ziemlich viel dafür gespielt und ich finde es auch ziemlich cool, dass du es auf YouTube hochgeladen hast. Ähm, Genau, Kai, was können wir denn so allgemein, wie war denn von unserer Sicht so die Arena? Wie lief das denn ab? Bist du zufrieden mit den Ergebnissen von der Arbeit, die du reingesteckt hast? Oder wie ist da so deine Meinung? Also für uns als Team war es erstmal sehr schön, die Arena zu machen, weil es ist immer schön, so eine Content-Phase zu haben, wo man viel Grafiken schafft oder auch viele Gegner designt und Items und auch jetzt zum Beispiel die Frau bzw. der weibliche Körper und so weiter. Ist eigentlich ziemlich cool, diesen ganzen Content zu schaffen. Wir müssen aber auch zugeben, dass es im Verhältnis zu dem Aufwand, den wir reingesteckt haben, wir uns mehr erhofft haben. Also sprich mehr Spieler, ein bisschen mehr Feedback vielleicht auch. Im Endeffekt haben wir das Gefühl, dass wir leider nicht so viel aus der Arena mit rausgezogen haben, wie es vielleicht hätte sein können. Aber wir sind trotzdem weiterhin zufrieden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so unser metatechnisches Fazit davon. Ja, es ist so aus zwei Sichten. Ich glaube, so Community, wie viele Leute es gespielt haben, waren wir nicht so zufrieden. Also wir waren aber, es war okay. Es war halt das, was wir so ein bisschen gehofft hatten, als Minimum zu erreichen. Aber ich denke, so aus Designsicht waren wir super zufrieden. Ne? Wir haben super viele Daten gesammelt, womit wir viel anfangen können. Gerade was zum Beispiel Waffen angeht, wie Abilities sich anfühlen und so weiter. Und da kann ich mal so ein paar Sachen vorlesen. Also damit ihr erstmal vorweg wisst, es haben insgesamt 234 Spieler hatten wir insgesamt. Also jetzt Unique Player, sage ich mal so ein bisschen, die Arena gestartet haben. Es wurden insgesamt 3383 Durchläufe gestartet, wobei ich da auch sagen muss, ich glaube, Beatty alleine hat davon schon 400 gemacht oder 500 gehabt. Das ist aber ganz cool, weil kann ich auch verstehen, wenn man es einmal durch hat, probiert man halt irgendwie den Highscore zu knacken und dann stirbt man, dann probiert man es nochmal. Einfach wenn man Schaden bekommt, ist völlig normal, ne? Aber was da so ganz interessant ist, was ich so auch meine jetzt so aus Designsicht, zum Beispiel haben wir gemerkt, wie viel Schaden mit dem Schwert gemacht wurde, wie viel Schaden wurde mit dem Speer gemacht. Und da sehen wir zum Beispiel, dass das Schwert also mit Abstand Nummer 1 ist mit 2,2 Millionen Schaden. Im Vergleich danach kommt die Axt mit 872.000 Schaden. Also da sieht man halt, wie unterschiedlich das so ist. Also das heißt, das Schwert wurde viel mehr gepickt. Das sieht man halt eindeutig. Genauso mit den Zaubern auch. Mit den Zaubern am meisten wurde der Ätherball, am meisten wurde der Energiecone gepickt, aber am meisten Schaden hat der Ätherball gemacht. Sowas in dieser Richtung. Das sind halt so Zauber bei uns im Spiel. Und da sieht man super gut, okay, die anderen sind halt nicht attraktiv genug irgendwie. Die werden halt einfach nicht gespielt. Warum wissen wir noch nicht, das müssen wir noch herausfinden, aber wir wissen erstmal, okay, da gibt es ein Problem. Genau. Das sind so ein bisschen so die Daten, die wir jetzt so ein bisschen rausgezogen haben. Und deswegen so fazittechnisch, wenn wir sagen, Content, das hat uns mega viel Spaß gemacht. Wir konnten super viel testen. Wir haben super gute Ergebnisse, was wir verändern können, woran wir arbeiten können für Season 3. Community-technisch müssen wir noch dran arbeiten, so ein bisschen, dass wir vielleicht mehr Leute mitbekommen oder so oder auch Zeit haben. Ne? Genau, sonst lässt sich sagen so, also der erste Platz hat natürlich Beatty, absolut mit Abstand Gladiator. Dann kommt Just Nexo mit 1296 und dann kommt Husky mit 1267. Ja, ziemlich cool. Das sind so die drei Plätze. Erster Platz geht natürlich dann, wie gesagt, an Beatty. Da haben wir das Gespräch dann ja noch zusammen, weil da gibt es ja einen coolen Preis. Bei welchem Preis hat Beatty gewonnen? Genau, ähnlich oder eigentlich genauso bei der ersten Arena-Season ist es so, dass wir den ersten Platz es ermöglichen, einen Teil seiner Ideen einzubringen für unser Spiel im Sinne von zum Beispiel einem NPC, einer Quest oder einem Item oder was auch immer, einer Statue, was auch immer. Und dafür werden wir dann das Gespräch mit Beatty suchen, um dann im Endeffekt seine Idee zu versuchen, in das Spiel zu integrieren. Das heißt natürlich nicht, dass wir irgendwas, was gar nicht ins Spiel passt, Laserpistolen ins Spiel einbauen. Das muss natürlich im Kontext des Spiels passen. Aber ich bin mir sicher, da finden wir wieder was. Genau.
Was war letztes Mal, Bailey? Genau, das letzte Mal hat Bailey sich eine Waffe gewünscht, einen Dolch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der ein aus Terraria bzw. Castlevania angelehnt ist, der ganz oft gleichzeitig trifft. Und da sind wir tatsächlich dabei, den auszuarbeiten. Genau. Und es wird keine Laserpistolen oder Laserraptoren geben bei uns im Spiel, ne? Nee, leider keine nicht. Chance. Deswegen, da muss man dann zusammen so ein bisschen finden, ob man aufeinander kommt. Das lief letztes Mal ziemlich gut mit Bailey. Und jetzt weiß ich auch, dass es wieder gut läuft, weil es wieder Bailey ist. Wie gesagt, nochmal da, ich hoffe, dass es Season 3 nicht so wirst, Bailey, aber du hast es dir verdient, ich wünsche es dir dann auch. Was steht jetzt an? Season 3. Was ist da denn so geplant? Genau, wir haben lange im Team so ein bisschen diskutiert, wie wollen wir Season 3 aufziehen, ähnlich wie Season 1 und 2, neue Gegner, neue Fähigkeiten, neue Waffen, neue Features. Und was wir vorhin gesagt haben, es hatte aufwandstechnisch sehr viel Aufwand für nicht ganz den Benefit, den wir uns erhofft haben, weshalb wir uns entschieden haben, die Season 3 ein wenig weniger stark aufwendig zu machen. Sprich, wie es bedeutet, wir werden wahrscheinlich Gegner nehmen, die wir bereits haben. Wir werden sie ein bisschen reshuffeln, dass die in etwas anderen Kombos oder Wellen auftreten und dann werden wir das Ganze als Arena quasi einfach releasen. Das heißt, es wird vermutlich keine neuen Features geben. Bugfixes und so weiter ist natürlich irgendwie dabei oder vielleicht werden wir die Waffen nochmal ein bisschen balancen. Dadurch, dass wir gesehen haben, dass das Schwert im Vergleich zum Rest relativ stark ist, dass wir es einfach nochmal ein bisschen rebalancen. Und das Ganze wollen wir wann machen? Also in den nächsten 3 bis 4 Monaten vermute ich, so Mai, Juni, Juli soll das so rauskommen, das soll dann eine Möglichkeit geben. Also es wird auch so kleine Änderungen wird es auch drin geben dann werden wir das wieder veröffentlichen und werden das gleiche wahrscheinlich wieder machen. Wir müssen mal gucken, wie wir das vielleicht ein bisschen besser machen, dass es mehr Leute bekommen oder auch spielen. Aber genau, wir haben ziemlich viel Feedback auch von euch bekommen und das Feedback wollen wir auf jeden Fall einarbeiten. Genau. Ja, offiziell arbeiten wir jetzt noch an Arena Season Nummer 3, also wir fangen jetzt auch sofort an, weil es ist quasi so, dass wir jetzt aktuell zu diesem Stand sind wir gerade in Verhandlungen, damit wir da auch ein bisschen transparent sind, was gerade bei uns so die Entwicklung angeht. Wir haben ja den Teaser rausgebracht, den könnt ihr auch, wenn ihr noch nicht gespielt habt, den gerne auch mal spielen und darüber suchen wir jetzt gerade einen Publisher. Wir sind gerade jetzt seit paar Monaten schon in Verhandlungen mit einem Publisher. Das sieht alles sehr, sehr, sehr gut aus. Namen darf ich leider noch nicht nennen, aber es sieht bald nach einem Abschluss aus. Und dann würden wir mit dem Publisher zusammenarbeiten an dem Hauptspiel, sage ich mal so ein bisschen. Und dazu würden wir auch eine Förderung beantragen oder beantragen eine Förderung, die halt hier in Deutschland ist. Und dann würden wir, theoretisch ist unser Plan, ab April, Januar, Februar, März, April, Mai, dass wir da so Vollzeit an dem Projekt arbeiten mit dem gesamten Team. Genau, das können wir ganz kurz mal so die Fragen durchgehen, es kommen ganz viele. Genau, die haben wir jetzt beantwortet. Genau, andere Waffen attraktiver. Wir haben es diesmal schon versucht, gerade den Speer, der Speer soll sehr unique sein im Vergleich zum Beispiel zum Zweihänder oder sowas in dieser Richtung. Wir haben es versucht. Ich glaube, es ist uns auch ein bisschen gelungen, aber da ist auf jeden Fall noch Polishing nötig. Und das ist genauso Feedback, was wir genau jetzt gesammelt haben von euch. Da könnt ihr auch gerne nochmal so in Discord schreiben, was gefällt euch an einer bestimmten Waffe nicht, warum habt ihr sie nicht gepickt, weil das hilft uns halt sehr, sehr stark. Da gibt es auch noch vielleicht mal ein ganz cooler Input. Ich werde jetzt dich ein bisschen bedecken, Kai, es tut mir leid. Also bei uns, wir laufen gerade über 2 Social-Media-Kanäle. Das ist einmal TikTok und einmal Twitter. Das heißt, bei TikTok heißen wir die Just2D, die Entwickler-WG. Und dort erfahrt ihr quasi so ein bisschen was, wie wir beide Drover entwickeln und wie wir beide zusammen in der WG zusammenleben und was wir da so für verrückte Sachen machen und sind auch öfter jetzt live. Also das heißt, da ist so dieser zwischenmenschliche Kontakt, wie wir hier in der WG arbeiten. Und dann sind wir noch auf Twitter. Das habe ich mich bedeckt. Ich muss dahin, ne? So, dann haben wir noch Twitter und auf Twitter erzählen wir so ein bisschen, was wir einfach gerade so entwickeln aus Firmensicht einfach her. Also wie wir alle zusammen gerade arbeiten, was da passiert. Das heißt, da könnt ihr uns auch gerne followen und einen Kommentar oder sowas hinlassen. Das würde uns helfen, da seid ihr auf jeden Fall immer up to date. Eine News haben wir vielleicht noch. Also haben wir noch, ne? Willst du die erzählen? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Doch, Kai, erzähl. Was meine ich denn? Na komm, was meinst du, komm. Welche News haben wir denn? Eine News haben wir doch noch. Was ist denn unsere News? Ich weiß es nicht. Okay, hier mit dem Hauptspiel. Nicht mit dem Hauptspiel, mit dem Teaser, dass wir das nochmal verändern wollen. Ja, genau. Und zwar wir waren bei TikTok die Tage ein bisschen live und haben da so ein bisschen mit den Leuten gechattet und dann hat einer gefragt, ob wir gerade Controller-Support haben. Und da meinte ich, ja, wir hatten es in der Arena, die ist jetzt leider weg und der Teaser hat es leider nicht. Deswegen sind wir so ein bisschen auf die Idee gekommen, dass wir wahrscheinlich nochmal den Controller-Support für den Teaser einbauen werden.
und wahrscheinlich auch kleinere Bugfixes. Da haben wir auch eine kleine Liste noch gehabt und auch schon ein paar gefixt gehabt. Und wir werden wahrscheinlich nochmal den Teaser ein wenig patchen, damit man dort auch mit Controller spielen kann. Ich glaube, das ist ganz cool, um auch nochmal da Feedback zu kriegen und deswegen lassen wir uns auch nochmal wirklich vor eine schöne Idee und da setzen wir uns jetzt zu diesem Monat, zum nächsten Monat mal ran, dass wir das hinkriegen und dann werden wir es nochmal public machen. Das heißt, für die Leute, die gerne mit Controller spielen, ihr könnt unseren Teaser dann noch mit Controller spielen. Ich hoffe, da freuen sich ein paar Leute drüber. Da sagen wir euch dann immer Bescheid, wenn es soweit ist. Wann hören wir mehr vom Publisher? Demnächst, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Man kann das nicht so richtig als Datum pinpointen. Da verschieben sich manchmal nochmal ganz gern Dinge. Deswegen, ich denke, hoffentlich diesen Monat noch. Spätestens nächsten Monat. Spätestens nächsten Monat eigentlich. Ja, ich denke auch. Also dann muss das auch durch sein. Und dann geben wir euch da mal Feedback und da freue ich mich drauf, was ihr sagt. Was ihr dazu sagt, wir haben uns auch einen Publisher ausgesucht, der irgendwie auch zu unserer Philosophie so ein bisschen passt. Und da bin ich mal gespannt, vielleicht gibt es ja welche von euch, die sagen, oh nein, den finde ich schrecklich oder so. Mal gucken. Oder manche sagen, hey, finde ich voll cool. Bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Okay, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, habt eine tolle Woche. Wir arbeiten fleißig weiter an der Arena und am Teaser. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche um 12 Uhr. Ich freue mich, dass heute so viele Leute da waren, dass so viele Fragen waren. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.